Tag, hallo liebe Gartenfreunde. Ich heiße Jörg Schneider von der Gartenbaumschule Schneider in Berlin-Kladow. Ja, und ich möchte mich heute dem Thema Hortensienschnitt widmen. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, aber auch bei meinen Kunden und großen Gartenliebhabern auch immer wieder unheimlich gefragt. Und viele meiner Kunden fragen mich auch regelmäßig: Mensch, Herr Schneider, wie schneide ich denn meine Hortensie jetzt richtig? Und wir stehen hier bei einer Rispenhortensie. Die Rispenhortensie hat ja eher so rispenartige Doldenblüten, aber hier, das ist eine Sorte, die macht eher so doldenartige Blütenstände. Aber es ist eine Rispenhortensie. Und die Rispenhortensie, wie Sie sehen, wird ja so in Gänze hier 1,25 Meter hoch circa. Und diese sogenannten Hydrangea paniculata Sorten, diese dürfen wir tatsächlich richtig stark jetzt so im Winter oder nach dem Winter oder auch sogar vor dem Winter relativ stark zurückschneiden. Und das möchte ich Ihnen heute hier mal zeigen. Also im Grunde brauchen wir dafür nur eine gute, scharfe Gartenschere, die habe ich immer dabei. Und jetzt vom Austrieb werden diese alten Blütenstände mit dem dazugehörigen einjährigen Stängel, den die Pflanze letztes Jahr gebildet hat, werden im Winter oder kurz vorm Frühjahr dann relativ scharf runtergeschnitten. Ich schneide relativ scharf runter, also ich nehme eher so 2/3 weg und lasse 1/3 stehen. Es gibt da eine Gärtnerregel, die besagt, starker Rückschnitt erzeugt starken Austrieb. Und diese Rispenhortensien treiben dann im Frühling stark aus, bilden am einjährigen Holz dann erneut Blüten und blühen dann im Sommer ganz fleißig und toll. Also Rispenhortensien darf ich in dieser Art und Weise ganz fantastisch schneiden. Andere Hortensien, zum Beispiel die Bauernhortensie oder auch die Tellerhortensie, dazu gehört Hydrangea macrophylla. Diese dürfen nicht geschnitten werden, aber darauf komme ich dann später. Diese Rispenhortensie dürfen wir also richtig scharf zurückschneiden. Und das möchte ich jetzt gerne Ihnen zeigen, wie das geht. Und zwar sehr schön zu sehen ist eigentlich, wo ich letztes Jahr hier geschnitten habe. Weil eine Hortensie ist gegenständig, das heißt, die Knospen stehen sich genau gegenüber. Und da, wo ich letztes Jahr meinen Schnitt geführt habe, sind beide Knospen rechts und links gleichwertig ausgetrieben, als neuer einjähriger Trieb. Und auf diesen alten Schnitt, darauf gehe ich wieder jetzt zurück. Also im Grunde genommen schon so. Wir schneiden jetzt bei der Hortensie nicht irgendwo, sondern wir schneiden schon ganz gezielt bestimmte Knospen an. Und das möchte ich Ihnen hier also im Detail noch mal zeigen. Wenn das die einjährige Rute ist mit dem abgeblühten Blütenstand vom letzten Jahr, dann gehe ich hier nicht irgendwo rein, sondern hier habe ich Knospen, die stehen sich hier genau gegenüber. Und hier habe ich auch ein Knospenpaar. Und hier in der Mitte habe ich ja gar nichts. Und wenn ich jetzt hier irgendwo mitten reingehen würde und hier schneiden würde, dann hätte ich hier einen langen Bereich, der abtrocknen würde, der würde absterben. Und A, sieht es nicht schön aus, und B, in diesem Bereich treten auch dann gern Pilze ein und dann habe ich da womöglich dann so Probleme mit diesem Totholz, was wieder ein Herd wäre und andere Triebteile eben auch durchaus anstecken könnte. Nein, ich gehe dann gezielt mit meiner Schere circa einen halben Zentimeter über diese Knospen, oder vielleicht ist es auch ein Zentimeter, also in diesem Dreh 1 Zentimeter bis ein halber Zentimeter oberhalb dieser Knospen führe ich meinen Schnitt. So muss es dann aussehen. Und der kann dann auch leicht angeschrägt sein, dass das Wasser nicht stehen bleibt. So, Sie sehen also, die Pflanze hat sich um 2/3 verkleinert. Ich habe gezielt auf Knospen geschnitten. Die werden
im kommenden Frühjahr jetzt dann austreiben. Und an diesem einjährigen Holz, was diesen Sommer gebildet wird die Rispenhortensie dann ihre Blütenknospen entwickeln können. Und auch trotzdem ich sie so scharf geschnitten habe, wird sie im Verlauf des Sommers fantastisch blühen. Jetzt zeige ich Ihnen aber eine andere Hortensie, die schon erwähnte Ball- oder Bauernhortensie. Und die werden nur bedingt geschnitten. Ja, jetzt sitze ich hier vor einer ganz anderen Hortensie. Sie sehen schon, die abgeblühten Blütenstände sehen ganz anders aus als eben bei der Rispenhortensie. Hier haben wir keine Rispe. Hier ist es ja praktisch so eine Ballform. Deswegen nennt man diese Hortensienform auch Ballhortensie oder auch Bauernhortensie. Botanisch Hydrangea macrophylla. Und diese Hortensien dürfen in der Regel, sage ich jetzt mal, die üblicherweise im Handel befindlichen Hydrangea macrophylla Typen dürfen nicht geschnitten werden. Weil wir haben hier gleich unter dem abgeblühten Blütenstand haben wir schon Knospen, die sind dick und fett. Und diese Knospen sind Blütenknospen, die dieses Jahr blühen werden. Das heißt, wenn ich jetzt, es ist jetzt Winter oder es ist zeitiges Frühjahr, März, April und die treiben schon fast aus und ich würde beginnen, die zu schneiden. Und so ähnlich wie eben die Rispenhortensie, vielleicht um 2/3. Dann schneide ich Ihnen das gesamte Blütenholz, was hier oben sich befindet, nehme ich ab und die ganze Hortensie blüht überhaupt den Sommer über gar nicht. Will sagen, diese Bauernhortensien oder Ballhortensien blühen am zweijährigen Holz. Also sie muss letztes Jahr bereits die Zeit gehabt haben, diese dicken, fetten Blütenknospen zu bilden. Die müssen den Winter überstehen und blühen dann im kommenden Jahr. Also die werden nicht geschnitten. Nicht geschnitten ist auch wiederum falsch. Sie werden leicht geschnitten. Also ich darf dann schon diese abgeblühten Blütenstände bis zu diesen dicken, fetten Blütenknospen, die dann im kommenden Jahr austreiben. Bis dahin darf ich die Hortensie schneiden. Aber ich empfehle meinen Kunden, und das ist jetzt eigentlich ein heißer Tipp, ich schneide diese abgeblühten Blütenstände nicht bereits, wenn sie welken, so im Oktober, November, sondern ich lasse gerne diese abgeblühten, vertrockneten Blütenstände stehen, weil wenn die hier so zusammenstehen wie so ein abgetrockneter Blumenstrauß, bieten sie mir gleich schon so einen gewissen Schutz für die Knospen, die eben unter diesen abgeblühten Blütenständen noch sitzen. Und wenn der Frost hier so rübergeht, naja, dann ist es nicht ganz so kalt, als wenn ich jetzt bereits vor dem Winter die abgeblühten Blütenstände schneide und diese Blütenknospen, die das nächste Jahr blühen sollen, freistelle. Also von daher, diesen Schnitt mache ich lieber erst ich sage jetzt mal, vielleicht Anfang März, Mitte März und lasse lieber die Blütenstände noch als Winterschutz, wie gesagt, stehen. Also wir haben hier unter diesen abgeblühten Blütenständen Knospen, die das nächste Jahr blühen. Aber es gibt hier auch komischerweise Triebe, die haben gar keine Blüte, sondern nur eine endständige große Knospe. Und diese einjährigen Triebe, die dieses Jahr nicht oder letztes Jahr nicht geblüht haben, blühen im darauffolgenden Jahr, also im zweiten Jahr. Also auch diese endständigen, nicht geblühten Knospen müssen wir in Ruhe lassen. Nicht schneiden, weil die blühen dann eben auch nächstes Jahr. Nun haben wir hier eine besondere Sorte, auf die ich jetzt noch mal kurz eingehen möchte. Das kann man so gar nicht unbedingt so sehen. Der Laie sieht das nicht gleich auf Anhieb, der Fachmann schon. Es handelt sich hier um eine Bauern- oder Ballhortensie einer ganz bestimmten Sortengruppe, nämlich der Endless Summer, beziehungsweise es gibt auch noch die Forever and Ever. Das sind Sortengruppen, die gelten auch als Ball- und Bauernhortensie, aber das Tolle an denen ist, sie haben in sich die Eigenschaft, auch trotzdem wie die Rispenhortensie am einjährigen Holz zu blühen. Sprich, ich könnte sie theoretisch auch wieder wie eine Rispenhortensie schneiden, mitten im Winter oder kurz vorm Austrieb Anfang Frühjahr und dann treiben die aus und blühen dann trotzdem. Aber das gilt nur für diese ganz bestimmten
diesen Sortengruppen Endless Summer, Forever and Ever. Und da muss man sich im Fachhandel erkundigen, welche Sorte ich da kaufe, was ich da habe im Garten. Aber klassischerweise in der Regel die Bauernhortensien und auch Tellerhortensien blühen am zweijährigen Holz. Also die werden nicht geschnitten oder nur leicht geschnitten, nur die abgeblühten Blütenstände. Den Rest lasse ich stehen und dann treiben die im nächsten Frühjahr wieder durch. Und am zweijährigen Holz blühen sie dann im Sommer. So, und ich hoffe, ich konnte Ihnen in Sachen Hortensienschnitt einige Tipps an die Hand geben. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen oder mich vielleicht auch mal besuchen wollen in der Gartenbaumschule Schneider in Berlin, dann finden Sie meine Kontaktdaten hier unten auf der Videobeschreibung. Da gibt es die Links und Kontakte und ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren Hortensien im Garten und ja, die richtigen Triebe schneiden. Also bis auf bald. Tschüss.